Hallo und herzlich willkommen. In dem heutigen Video zeigen wir euch den Unterschied zwischen diesem wunderschönen Lastrada Regent S auf Mercedes Sprinter Basis im Vergleich zu diesem ebenfalls wunderschönen Westfalia Sven Hedin auf Basis des MAN TGE. Zwei Fahrzeuge, die sich in Länge, Breite und Grundrisskonzept im Prinzip gleichen und im Detail so unterschiedlich sind wie Tag und Nacht. Und wo diese Unterschiede sind, das seht ihr in diesem Video. Bleibt dran, viel Spaß dabei! Herzlich willkommen an diesem wundervollen Tag bei uns in Stove. Bevor wir mit dem Video loslegen, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr für alle zukünftigen Videos auch immer eine Information bekommt. Ja, wie gesagt, wir befassen uns heute mit den Unterschieden und den Gemeinsamkeiten zwischen Westfalia Sven Hedin auf MAN TGE, das ist quasi das Schwestermodell vom VW Crafter, und Lastrada Regent S auf Mercedes Sprinter. Wir fangen an mit der größten Gemeinsamkeit, die sie beide haben. Und zwar sind sie eigentlich beide zu schmal, um ein Reisemobil mit Heckbett quer zu sein. Und wie man mit diesem Problem in Anführungsstrichen umgeht, hat jeder Hersteller so seinen ganz eigenen Ansatz. Westfalia zum Beispiel löst es so, dass wir hinten diesen Pop-Out haben. Das heißt, die kleine Backe, die man dort rausfahren kann, die einfach das Bett, wenn ich stehe, um die entscheidenden Zentimeter verlängert. Lastrada, wenn wir hier einmal an der Seite kurz vorbei luschern, sagt, wir wollen keine beweglichen Teile, sondern wir haben natürlich die gleichen schmalen Betten sozusagen, und mit den GFK-Teilen im Heck wird es auch dort breiter. Es ist einfach konzeptionell ein unterschiedlicher Ansatz, der dran geht. Die beiden Fahrzeuge, wie sie hier stehen, sind im Prinzip ein relativ unfairer Vergleich. Wir haben auf der einen Seite den MAN TGE mit Frontantrieb und hier auf der anderen Seite den Sprinter, in dem Fall mit Allradantrieb. Da müsste man jetzt natürlich fairerweise sagen, eigentlich, damit man es richtig vergleichen kann, müsste hier ein Sprinter mit Heckantrieb stehen. Dann wird das Auto auch deutlich flacher und ist immer so elegant wie dieser Wagen. Weil ich glaube, wenn man die so auf sich wirken lässt, kann man ja hier schon sehen, wir haben hier den Offroad-tauglichen Krawallbruder in supergeil und super schick und hier eher den eleganten Maßanzug fürs Rausfahren in der Stadt. Was ich ganz beeindruckend fand, als ich eben daneben stand, guckt euch einfach nur mal die Hüfthöhe an. Ich stelle mich mal hier neben, wo der Radlauf aufhört. Ich mache mal hier so einen Gang darüber. Ist schon ein bisschen was anderes von der Höhe. In diesem unfairen Vergleich muss man vielleicht auch gleich eingangs dazu sagen, so wie der Sven Hedin hier steht, kostet er Anfang 70.000 €. So wie der Regent S hier steht, kostet er ca. 115.000 €. Das heißt, auch finanziell sind es zwei komplett unterschiedliche Welten. Aber wann immer die Leute sagen, ich möchte kein Fiat oder kein Citroën als Basisfahrzeug fahren, stehen eben der MAN TGE bzw. der VW Crafter und der Mercedes Sprinter als die absoluten Auswahlmöglichkeiten und Alternativen zur Debatte. Das Hauptaugenmerk bei den Kunden, die sich für den Sprinter oder den TGE entscheiden, ist vor allem die Fahrdynamik und die Assistenzsysteme, die angeboten werden, weil wir bei beiden Modellen nahezu Pkw gleich unterwegs sind. Wir haben bei beiden Fahrzeugen die Möglichkeit, ein Abstandsregeltempomat zu bestellen. Wir haben bei beiden Fahrzeugen die Möglichkeit, LED-Lichter zu bestellen. Und wir können zum Beispiel auch solche Dinge wie Parksensoren vorne und hinten, wo Citroën Jumper und Fiat Ducato eben nur hinten anbieten, mit bestellen. Und beim Sprinter kann man sogar noch eine Nummer weitergehen und so wie wir das bei diesem Fahrzeug hier haben, so ein 360 Grad Parkpaket bestellen, dann bekomme ich hier vorne eine Kamera, dann bekomme ich hier unten Kameras und wenn ich das drin an dem Breitbild-Navigationssystem einstelle, kann ich mir halt die komplette Rundumsicht anzeigen lassen. Wie das genau im Sprinter aussieht, haben wir natürlich in anderen Videos schon mal gezeigt. Da verlinken wir euch jetzt einfach oben in der Ecke das Video zum Regent S oder James Cook von Westfalia. Das muss Chris entscheiden, wo wir es am besten zeigen. Und da könnt ihr euch genau angucken, wie die 360-Grad-Rundum-Kamera funktioniert. Beide Fahrzeuge werden wie bei allen anderen Kastenwagen mit den geteilten Rücktüren geliefert.
Hier haben wir jetzt zwei unterschiedliche Ansätze. Auf der Seite natürlich, weil es ein Offroad-Fahrzeug ist und die serienmäßige Ersatzräder nicht mehr unten drunter passen. Hier mit dem Ersatzradhalter drauf. Bei dem MAN TGE haben wir jetzt hier von Togo nachträglich einen Fahrradträger montiert. Das ist ein schöner Thule-Fahrradträger und ich finde, dass der in Schwarz perfekt zu diesem dunkelgrauen Auto, das heißt übrigens Indium Grau, falls euch das gefällt, passt. Von außen, wir sehen, beide Fahrzeuge haben die werkseigenen Rückfahrkameras. Die sind auch vom Konzept, da sieht man immer, wie nah Mercedes und VW beieinander sind. Die gucken beide oben über der dritten Bremsleuchte raus. Was Lastrada und Westfalia ein bisschen unterschiedlich machen, ist, dass zwar beide Rahmenfenster verwenden, aber hier beim Sven Hedin haben wir die S7 Rahmenfenster. Das sind die etwas flacheren, vielleicht einen Tick eleganteren Rahmenfenster. Beim Lastrada haben wir die S4 Fenster. Die sind etwas größer, haben einen etwas dickeren Rahmen. Kann man dafür oder dagegen sein. Beides sind richtig gute Fenster. Und vor allem sind sie super isoliert, super eingebaut und auch vom gleichen Hersteller. Verdunklungsrollos und Fliegengitter überall mit dabei, sodass ihr vernünftig versorgt seid. Was mich interessieren würde, ist, wofür würde denn euer Herz schlagen? Eher Offroad, so wie auf dieser Seite, oder eher elegant, schick und Frontantrieb für ein etwas schmaleres Budget auf der Seite? Oder viele Assistenzsysteme wie die beiden? Oder lieber ein bisschen weniger Assistenzsysteme wie beim Citroën Jumper und Fiat Ducato? Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, damit wir wissen, wo wir in Zukunft ein bisschen mehr drauf eingehen sollen und wissen, was euch interessiert. Das ist der Lastrada Regent S, Modelljahr 2020 hier von innen. Ihr seht auf den ersten Blick, wir haben in dem Fall ein sehr gemütlich eingerichtetes Fahrzeug. Das ist die Holzfarbe Eiche Natur, damit ich nichts Falsches sage, und ein neuer Sonderstoff, der jetzt in diesem Modelljahr neu dazugekommen ist. Und man sieht auf den ersten Blick, und das gilt für beide Fahrzeuge gleichermaßen, dass im Vergleich zu den ganzen Ducatos, die wir sonst so vorstellen, die Sitzgruppe deutlich enger ist. Jeder behilft sich da auf eine ganz eigene Lösung. Lastrada, beide nehmen während der Fahrt den Tisch weg, muss man ganz klar sagen. Lastrada nimmt hier den Tisch, der auf einem separaten Bein steht, und während der Fahrt wird der Tisch abgebaut und in dem Fach über den Sitzen hier verankert. Beim Westfalia haben wir eine Tischplatte, die hier angeschlagen ist. Das sehen wir gleich drüben. Vielleicht muss man eingangs so ein bisschen auf die unterschiedlichen Ansätze zwischen Lastrada und Westfalia eingehen. Bei Lastrada haben wir so ein bisschen mal möglichst hohe Kundenindividualisierung.
Wir haben unendlich viele Wahlmöglichkeiten, wie der Möbelbau aussehen kann. Zum Beispiel kann Lastrada Regent S einfach so sein wie hier, in Holzfarben mit cremefarbener Wand und dem dunklen Stoff. Oder der Lastrada Regent S sieht so aus wie dieses Fahrzeug. Hier haben wir Polsterstoff Bari mit weißem matten Möbelbau und den Silverline Klappen, Wand und Decke in Grau bespannt. Oder der Lastrada Regent S sieht so aus wie dieser Regent S. Hellgrauer, dunkelgrauer Stoff, silberner Möbelbau und weiße Klappen. Also einmal genau umgekehrt zu dem eben. Und auch hier Wand und Decke in dem Grau bespannt. Wer jetzt sagt, die ganze Individualität brauche ich nicht, ich hätte es gerne ein bisschen neutraler, schlichter, vielleicht moderner und küchenmäßiger im Ausbau, für den kommt dann wahrscheinlich der Sven Hedin in Frage. Und da schauen wir jetzt mal rein. Der Westfalia Sven Hedin ist halt immer so, wie wir den hier sehen. Das heißt, wir haben immer dieses sehr, sehr klassische, schlichte, moderne Interieur mit den hochglänzend weißen Fronten, genau wie hier vorne, abgesetzt mit dem sehr dunklen Holz und immer einheitlich mit dem Stoff. Bei Westfalia habe ich zum Beispiel keinerlei Wahlmöglichkeiten beim Stoff. Entweder nehmt ihr Stoff, so wie hier, und alternativ gibt es eben die Möglichkeit, Kunstleder oder Vollleder zu nehmen, und damit bringe ich dann auch Farbe ins Spiel. Aber das ist der einzige Weg. Ansonsten ist ein Sven Hedin immer so, wie er hier ist. Wie gesagt, die Sitzgruppe ist in beiden Fahrzeugen enger als im Fiat Ducato, aber das holen beide eben auf unterschiedliche Wege, lösen sie das. Westfalia sagt, wir finden es praktischer, wenn der Tisch an der Wand angeschlagen ist. Haben dann auch dadurch, dass ich das ausdrehbar habe, hier so ein Schwenkteil, wenn man das haben möchte. Dadurch ist der Tisch einfach größer oder zumindest breiter als im Lastrada. Im Lastrada ist er dafür etwas tiefer und nicht ganz so breit gewesen vom Format. Beide Fahrzeuge, und das ist in beiden echt toll gelöst, haben gute Sitzbänke oder sehr gute Sitzbänke in dieser Fahrzeuggröße und kaschieren damit so ein bisschen das sehr Kleine der Sitzgruppe, indem sie einfach die Sitzfläche verschiebbar haben. Das heißt, ich kann vom hinteren Ansatz beim Westfalia hier nach vorne rutschen, und Lastrada hat auch so eine Verstellung, und damit kann ich mich eben immer entscheiden, will ich mehr Beinfreiheit haben oder will ich die Lehne etwas besser gehabt oder etwas besser, schöner eingestellt haben. Einer der größten Unterschiede zwischen den Fahrzeugen ist, wie die grundsätzliche Idee von Westfalia und Lastrada im Umgang mit dem Raum ist. Lastrada zum Beispiel versucht, viele Dinge raummäßig zu optimieren, und Westfalia hat eher den Ansatz zu sagen, Raumgefühl, gefühlte Größe ist etwas wichtiger. So haben wir zum Beispiel hier das im Oberkopf oder im Oberkörperbereich komplett frei. Dadurch kann ich mich trotz einer relativ großen Nasszelle hier perfekt bewegen, muss mir auch mit meinem kleinen, aber feinen Bäuchlein keine Gedanken machen, wie ich ins Bett komme, und habe hier einfach eine große Arbeitsfläche mit einem schönen Waschbecken und daneben der Kochfläche und eben keine Schränke oben drüber. Eine ganz witzige Idee, und das ist was Westfalia jetzt in diesem Fahrzeug oder beim Sven Hedin das erste Mal mit drin hatte, ist der Kühlschrank. Und zwar haben wir zwei sehr große Kühlschubladen. Das ist ein Kompressorkühlschrank. Das sind beide Schubladen, sind komplett dem Kühlschrank zugeordnet. Und hier oben drüber die Besteckschublade. Und dann daneben klassischer Zweiflammenkocher, genau wie drüben beim Lastrada, mit relativ viel Raum und natürlich mit einem Zünder. Und das, was dann natürlich anders ist, ist, dass wir hier eben keine Schubladen haben, weil dahinter der Kühlschrank ist, und haben dann hier nochmal ein paar Schubladen und darunter nochmal eine richtig schöne große Schublade. Und dadurch, dass Westfalia eben den Kühlschrank auf die Stirnseite nimmt, hier den freien Raum hat, geht ein bisschen der Kleiderschrank verloren sozusagen. Deswegen hat Westfalia hier den Kleiderschrank im Küchenblock integriert. Da könnte man natürlich auch Böden reinmachen und das für die Küche benutzen. Und beim Lastrada drüben ist der Kühlschrank und die gesamte Küche eben etwas anders orientiert. Und das schauen wir uns jetzt mal im Vergleich genau an. So sieht es aus, wenn ich beim Lastrada in der Küche stehe, an derselben Stelle wie eben im Sven Hedin. Lastrada hat sich dazu entschieden, den Kühlschrank auf Augenhöhe hochzunehmen. Technisch gesehen haben wir genau wie drüben Kompressorkühlschrank, aber eben hier oben und nicht vorne auf der Stirnseite. Dadurch, dass der Kühlschrank hochkommt und hier oben noch die Oberschränke sind, ist es hier gefühlt deutlich enger, aber natürlich auch viel mehr Stauraum. Lastrada löst dieses Problem wieder mit so einem Mini-Detail, wo man einfach sagt, die Badezimmertüren gehen nach innen auf und ich kann mich trotzdem wunderbar in der Küche bewegen, weil ich so ein bisschen nach hinten Ausweichfläche habe. Wenn ich natürlich den Kühlschrank hier vorne habe, dann habe ich auf der anderen Seite viel mehr Möglichkeiten, den Küchenblock aufzuteilen und habe hier sehr viel mehr Stauraum als drüben im Sven Hedin.
2 riesengroße Schubladen und dazu einmal die Besteckschublade und darunter 2 etwas kleinere, die aber auch wahnsinnig viel wegstecken. Und genau wie drüben haben wir in der eigentlichen Verlängerung der Küche hier den Kleiderschrank, bei Lastrada gerne immer mit Lamellen gelöst, dass die Türen nicht in den Innenraum aufgehen, dass man dort den Stauraum hat. Jetzt wird der eine oder andere sagen, und wo soll ich meine ganzen Sachen schnibbeln? Auch daran ist hier natürlich gedacht. Wir haben vorne auf der Stirnseite eine großzügige Arbeitsfläche zum Rausklappen und dann genau wie drüben im Sven Hedin ein 2-Flammenkocher. Das ist, finde ich, in meinen Augen ein ganz toller Trend, dass wir weggehen von den 3-Flammenkochern, weil eigentlich 2 vernünftige Flammen für fast alles, was man macht, die bessere Lösung sind und auch hier ein schönes Waschbecken daneben. Bei beiden Fahrzeugen ist quasi hinter der Küche oder gegenüber der Küche die Nasszelle angeordnet. Da kann man vielleicht als erstes sagen, beide Nasszellen sind natürlich bei so einem Sprinter bzw. Crafter oder MAN-TGE jetzt nicht riesengroß, das ist schon konzeptionell bedingt. Aber ein kleines Detail zum Beispiel ist, dass ich beim Lastrada, das ist zwar nicht Serie, aber ich kann es bestellen, das zusätzliche Fenster in der Nasszelle bestellen kann. Und der Sven Hedin hat nie ein Fenster in der Nasszelle. Beide haben eine Dachhaube in der Nasszelle, die wiederum ist drüben etwas größer. Und ich glaube, die grundsätzliche Größenordnung, sicher ist die Nasszelle nicht der Punkt, an dem man sich für das eine oder für das andere Fahrzeug entscheidet. Beide holen das Maximum raus, was ich aus Mercedes Sprinter und MAN TGE holen kann. Aber es ist halt in beiden immer etwas enger. Von der Stehhöhe dürften die sehr nah beieinander sein. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ausdrücklich für den Kommentator vom letzten Video bedanken. Lifehack Nummer 1 ist, man muss nicht immer in die Knie gehen und sich das eng machen, sondern wir können einfach mal die Höhe von oben messen. Da kann ich in die Kamera gucken und das Ding arbeitet trotzdem. Wir haben hier 1,91 Meter und wir machen das gleiche in der Nasszelle auch nochmal. Dürfte das gleiche sein? Ne, 1,89, also einen ganz kleinen Tick weniger. Und das schauen wir uns jetzt drüben im Sven Hedin an, wie viel das dort ist. Hier, wie gesagt, ist es eine ganz normale Tür. Das heißt, die Tür öffnet nach außen, schließt, hat aber einen echten Türgriff, ist auch charmant. Und von der Stehhöhe haben wir hier im Flur, das ist echt die Erfindung des Jahres, das von oben messen zu können, 1,92 Meter. Und hier in der Nasszelle haben wir 1,88 Meter, aber da liegt noch der Duscheinleger mit drin, der hat noch so 1-2 Zentimeter mehr, die da an Raum sind. Auch hier vom Platz, es ist vergleichbar, ich kann mich hier wunderbar hinsetzen. Ich habe hier ausreichend Platz, ich habe eine gute Dachhaube oben drüber, also Luft bekomme ich hier auch vernünftig. Und was hier ganz schön ist, was mir gut gefällt, ist, dass wir eine separate Duscharmatur haben und es nicht aus dem Waschbecken rausziehen müssen. Geduscht wird im Westfalia mit einem Vorhang hier einfach nur zur Tür hin, das heißt, ich habe keinen umlaufenden Vorhang. Beim Lastrada habe ich einen umlaufenden Vorhang. Das mag ein kleiner Vorteil sein für denjenigen, der sich regelmäßig im Auto duscht. Dafür kann ich bei Lastrada ab Werk das Fenster mit bestellen und damit draußen duschen. Wer sich aufgrund der Optik noch nicht so richtig entscheiden kann, ob er lieber einen Westfalia Sven Hedin haben will oder einen Lastrada Regent S, dem versuche ich einfach noch mal ganz kurz die konzeptionellen Unterschiede zusammenzufassen. Die Grundidee ist vor allem von der Heizung unterschiedlich. Wir haben hier im Westfalia Sven Hedin eine Westfalia eigene Heizung. Und zwar haben wir eine Warmwasserheizung, die auf Dieselbasis arbeitet. Das heißt, wir haben eine Dieselheizung, die eine Trägerflüssigkeit aufheizt und das gesamte Fahrzeug erwärmt. Was richtig sexy an diesem Fahrzeug ist, ist, dass wenn ihr das Winterpaket bestellt, ihr eine Warmwasser-Fußbodenheizung bekommt. Das heißt, wir haben hier ein Heizkonzept, wie wir das von zu Hause sozusagen kennen, mit einer echten Warmwasserheizung. Westfalia zum Beispiel sagt, wenn ein Kunde ein Winterpaket bestellt, dann müssen wir richtig die Rückwand isolieren. Und da wir bei jeder Rückwand immer die Schwachstellen haben der umlaufenden Dichtung und der Dichtung hier in der Mitte, sagt man halt nicht unbedingt, wir machen jetzt viel mehr Isolierung in die Türen rein, sondern bestellst du das Winterpaket mit, kommt eine zusätzliche Isomatte, die das alles ausgrenzt. Lastrada sagt, wir versuchen ganzjährig die bestmögliche Isolierung zu haben und hat zum Beispiel eine Hecktürverkleidung, die bündig abschließt, dass ihr aus dem Innenraum diese Dichtung gar nicht sehen könnt. Aber um nochmal auf die Heizung zurückzukommen. Wir haben hier eben eine Warmwasserheizung, dadurch hat man ein etwas trägeres System, was länger braucht, um den Raum aufzuheizen. Aber wenn es dann warm ist, ist es konstant wärmer als drüben. Und bei Lastrada haben wir serienmäßig eine Gasheizung von Truma, eine normale Luftheizung.
Dort kann ich sie aber ab Werk schon als Dieselheizung von Truma bestellen. Es ist und bleibt aber eine Luftheizung. Das heißt, er heizt schneller auf. Und das ist vielleicht auch das bewährtere bzw. verbreitetere Prinzip im Wohnmobil. Aber das Raumklima ist wahrscheinlich mit so einer Wasserheizung langfristig gesehen einen kleinen Tick besser. Beide Fahrzeuge sind auf maximale Autarkie getrimmt bzw. trimmbar. Das heißt, wir können ab Werk Solaranlagen bestellen oder auch von Togo hinterher welche einbauen. Bei Lastrada kann ich ab Werk Lithium-Batterien, Ladebooster und solche Dinge bestellen. Bei Westfalia machen wir das dann im Nachgang, aber so bekommt ihr auf jeden Fall beide Fahrzeuge maximal autark hin. Ja, ich sitze hier hinten auf dem Bett vom Sven Hedin. Da sitze ich schon mal gut. Wir haben bei beiden Fahrzeugen, das brauchen wir drüben dann gar nicht zeigen, bei beiden Fahrzeugen punktelastischen Lattenrost mit einer vernünftigen Matratze. Beides sind Froli-Matratzen. Was wir vorhin schon gesagt haben, der Einstieg hier ins Bett ist vielleicht etwas großzügiger als drüben. Und wir checken mal, wie groß die Liegelänge ist. Wir haben ja hier den Sven Hedin mit diesem Pop-Out. 82 cm, da scheine ich mein Bein gemessen zu haben. Das versuchen wir nochmal. Ja, das sieht schon besser aus. 1,99 von der Liegelänge in einem Fahrzeug, was nicht mal so richtig breit ist. Einfach indem wir das rausklappen. Hier muss man dann allerdings auch, wenn man fertig ist mit Schlafen, das Bett nehmen. Das einmal hochklappen und dann kann man die Ecke, die dort hinten ist, mit einklappen. Aber das könnt ihr euch in unserem Sven Hedin Video, was wir euch auch nochmal verlinken, wunderbar anschauen. Von der Breite, das interessiert mich nämlich wirklich auch, ob das jetzt mehr oder weniger ist als drüben beim Lastrada, bis da hinten zur Tür haben wir 1,39, bis zum Fensterrahmen haben wir 1,35 in der Breite ungefähr. Ja, und jetzt schauen wir mal rüber zum Lastrada und gucken, wie dort das Bett hinten aufgeteilt ist. Wir haben hier beim Lastrada auch die beiden Hecktüren. Klappen das auf, ist mit so einer Tür, mit so einem Rad drauf richtig schwer. Beim Lastrada ist das Konzept ein bisschen andersrum. Hier ist das Kopfende auf der Seite angeschlagen sozusagen. Das heißt, ich habe die Leseleuchten und die Lampen oben mit drin. Und wir gucken mal, wie lang das Bett hier ist. Hier haben wir 1,96,3. Was hatten wir eben drüben? 1,98 knapp. Also es ist im Prinzip das gleiche. Und wenn ich hier hochkomme, machen wir nochmal die Breite. Hier haben wir 1,35. Das heißt, wir haben im Prinzip bei beiden Fahrzeugen genau die gleiche Breite. Ein großer Unterschied ist auch so ein bisschen die Stauraumaufteilung. Dadurch, dass Lastrada eben ab Werk in der Grundvariante eine Gasheizung hat, haben wir hier einen Gaskasten, der 2x11 Kilo Gas fasst. Und dadurch einen etwas kleineren Stauraum, der hier an der langen Stelle 1,33 knapp ist und in der Breite 1,17, 1,18. Dieses Modul kann man komplett rausnehmen, um eine breite Durchreiche zu haben. Und das ist zusätzlicher Stauraum. Das heißt, auch hier habe ich im Prinzip eine andere Idee dahinter stecken. Wenn wir rüber gucken in Sven Hedin, ist es so, dass Westfalia ja das Fahrzeug von Haus aus als Fahrzeug ohne Gasheizung sozusagen ausstattet und damit einen viel kleineren Gaskasten braucht und nur für einmal 11 Kilo Gas da hinten Gas hat. Hat aber im Umkehrschluss den netten Vorteil, dass wir hier die volle Breite nutzen können. Das heißt, wir haben hier knapp 1,75 und das mit 85 cm hier in der Tiefe und hier in der Mitte ungefähr 1,25. Einfach einen sehr, sehr viel größeren Heckstauraum. Und bei beiden Fahrzeugen, das kann ich beim Lastrada drüben genauso, kann ich natürlich das Bett auch hochklappen. Ja, es sind eigentlich zwei Fahrzeuge, die, wenn man sich Grundrisszeichnungen nebeneinander liegt, 1:1 das gleiche Auto sind und nur ein anderes Basisfahrzeug haben. Aber sie sind gleich lang, sie sind gleich breit, sie sind gleich hoch. Sie haben ein Bett hinten, Sitzgruppe vorne, Nasszelle in der Mitte. Alles andere darüber hinaus ist so wahnsinnig unterschiedlich, dass wir immer wieder feststellen, im Prinzip ist die Entscheidung relativ schnell klar, wo man drauf hinaus will. Es ist entweder dieser Aha-Effekt in dem Westfalia, wo man sagt, das ist mein Auto, hier fühle ich mich wohl. Oder man setzt sich in den Lastrada und sagt, das ist der Stil, mit dem ich mir vorstellen kann, ein Leben lang zu verreisen. Oder muss nicht ein Leben lang sein, ihr könnt nach 5, 6 Jahren gerne wiederkommen. Ich bin dann auf jeden Fall noch da. Mich würde interessieren, welcher von beiden euch jetzt nach der Vorstellung besser gefällt. Habt ihr Feedback an die Hersteller, wo wir noch mal was weitergeben sollen? Vielleicht
hören die uns ja zu und machen es im nächsten Modell ja genauso, wie ihr das haben wollt. Wir wünschen euch viel Spaß bei den weiteren Videos. Bis bald bei uns in Stowe. Alles Gute!